Mit dem Auto bin ich in Mönchengladbach gestartet. Innerhalb von 3 Monaten möchte ich Südafrika erreichen. Mein Name ist Immo und das ist meine Geschichte. Das passiert heute. Riesenumstellung. Ob beim Fahren, beim Essen oder beim Tanken. Er hat dann am Ende Gasol, also Diesel reingepackt. Der falsche Sprit. Ja, läuft hier, ne? Also hier wird fleißig angeschoben. Doch es gibt auch große Momente. Irgendwo in der Wüste erkunde ich eine versteckte Oase. You love this song? Yes. This is my favorite place in all Bulgaria. Atemberaubend, schlafen unterm Sternenhimmel, bevor die Katastrophe naht. Der feine Sand wird Hondi zum Verhängnis. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. Ich sitze fest irgendwo in der Wüste Mauretaniens. Wie heißt es so schön? Morgenstund hat Gold im Mund. Diesmal auf keinen Fall. Ohne Kaffee und ohne Frühstück geht's gleich los. Es ist kurz nach 9. Ich habe hundsmiserabel geschlafen, aber die Grenze ist geöffnet und es geht rein. Beziehungsweise erstmal raus aus Marokko. Und das bedeutet, den Pass abstempeln lassen, sich um die Zollpapiere fürs Auto kümmern. Ich würde sagen, geordnetes Chaos. Das ist alles ein Wahnsinn hier. Das hat jetzt echt lange gedauert. Hier ist nichts. Ich bin jetzt zwischen Marokko und Mauretanien und ja, ganz anderes Leben, also ganz anderer Ablauf als bei uns an den Grenzen, die es ja gar nicht mehr gibt. Ja, hier heißt es anstehen, Zeit haben, entspannt sein, ganz wichtig und ja, gucken, dass man dann irgendwie doch schnell durchkommt und dass es dann halt weitergeht, ne? Und zwar mit Hilfe. Vor ein paar Tagen habe ich Jay, einen Neuseeländer, der mit seinem Van durch Marokko reist, kennengelernt. Und er hat mir den Kontakt zu Seydou aus Mauretanien vermittelt. Gestern hatte ich noch tatsächlich Wi-Fi und Seydou hat sich natürlich doch gemeldet und er wartet jetzt auf mich drüben, um mir bei dieser ganzen Abwicklung zu helfen, denn die soll deutlich komplizierter sein als hier an der Grenze, an der marokkanischen. Also rüberfahren. Ganz schön weit der Weg. Und mitten im Niemandsland zwischen den Grenzen auf einmal Fußgänger, die dann auch noch irgendwas von mir wollen. Ja, ich glaube, da geht es schon irgendwie los, dass Leute einen ansprechen und irgendwas verkaufen wollen. Ich fahre jetzt mal bis zur Grenze vor, dann müssen wir mal weitersehen. Traue niemanden, der dich einfach anquatscht. In diesem Fall totaler Unsinn. Denn das war Seydou. Oh Mann! Gut, dass ich nochmal zurückgefahren bin. I'm feeling quite happy. That's right. Welcome to here. Welcome to Africa. Welcome to Mauritania. Yeah, it's good product. Yeah, nice. Really? And I'm happy. I got a coffee and an omelette. Cafe Tuba, yeah. Cafe Tuba. Cafe Tuba is nice. It's pretty nice. Ganz ehrlich, meine Aufregung ist wie weggeflogen. Und es fühlt sich so an, als ob alles gut werden würde. Seydou klärt die ganzen Formalitäten. Der Spaß kostet mich $150 und ich warte und warte und warte eine ganze Zeit lang. 4,5 Stunden dauert das jetzt hier. Ich glaube, es neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin heilfroh, auch dass Seydou das alles managt und macht und tut, weil das schon ordentlich beschleunigt. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Solar gibt's hier zwar, aber Internet hat dann mal nicht so funktioniert. Scheiße. Irgendwie alles ganz schön schräg. Mit meinem Auto bin ich fast 5000 Kilometer hier runtergekachelt. Teilweise nachts gefahren. Und jetzt hänge ich seit 24 Stunden an der Grenze fest. Wie ausgebremst. Immerhin mit Einladung zum Essen. How do you call it? Jabujan. Jabujan, it means rice and fish. Ah, and, In Wolof. and rice is? Rice is kep. Fish is jen.
Jen. So we call it Tebu Jen. And it's normal to eat all together? Yes. Normally everybody together. Maybe more than 10 people together. Wir sind nur zu viert. Heißt wie beim Pizzaessen, jeder bekommt ein Viertel. Wird total lecker schmeckt. Really nice. Ja. Gentlemen eating. And, Ein voller Magen macht alles entspannter. Ja, jetzt starten wir endlich. Die Jungs machen sich klar. Oh. You will come to me. Ja, okay. Ah. Und ist wohl das Afrika, das auf mich nun zukommt? Inzwischen ist es 4 Uhr, als wir uns gemeinsam nach Nouadhibou aufmachen. Seydou und ich in meinem Honda und die anderen beiden vorne weg. 1 Stunde wird die Fahrt dauern. Ja, endlich in Mauretanien angekommen. Unfassbar. Ich meine, hier ist ja auch nichts. Ne? Es ist nur Sand und die Straßen sind manchmal ein bisschen kacke. Are the streets always so bad here? Hi, I'm from Mauritania. That's right. Welcome to here. Welcome to every people. Nice, good. Seydou wirkt schon ein wenig verpeilt. Fairness halber muss ich erwähnen, hier wird Arabisch und manchmal Französisch gesprochen. Dazu kommen weitere Sprachen wie Wolof, aber äußerst selten Englisch. Das islamische Land ist 3-mal so groß wie Deutschland. Dafür leben, die Ziegen nicht mitgezählt, in Mauretanien nicht mal 5 Millionen Einwohner. Und in Nouadhibou, immerhin der zweitgrößten Stadt, nur 120.000. Gastfreundschaft wird großgeschrieben. Heißt, ich werde von Umars Familie zu Tebu Jen eingeladen. Kenne ich ja schon. Diesmal mit noch mehr Händen in der Schüssel. Ja, hier bin ich gerade bei Freunden zu Hause zu Gast. Also nicht die leben hier auch, sondern... Welcome to my city, to my house. Das fühle ich tatsächlich. Und ich sehe das erste Mal, Welcome to Mauritania. fast 20 Jahre lang. So lange hat er sie schon, seine Dreads. Die 3 möchten mir noch einen ganz besonderen Ort in der Nähe zeigen. An den Sand habe ich mich gewöhnt, aber gleich mit 3 Mauretaniern im Auto zu sitzen, die ich erst seit ein paar Stunden kenne, und mit ihnen zu einer einsamen Steilklippe namens Cap Blanc zu fahren, ist vielleicht wagemutig, vielleicht aber auch nicht. Ich nehme Letzteres. Und Achtung, so, und es geht mega steil runter. Und ganz unten wird gefischt. Hier stehen wir nun, fast am westlichsten Punkt von Afrika, mit Blick auf die Weiten des Atlantiks. Fast schon romantisch. Jetzt könnte man meinen, der Tag wäre damit zu Ende. Nein, denn... Ach ja, bei der Polizei war ich auch noch. Ja, das war halt so, dass irgendwie einer in der Stadt das nicht so geil fand, dass ich da gefilmt habe. Passiert ist es im Zentrum von Nouadhibou. An einem Café-Tuba-Stand hat mir ein Einheimischer ein Interview gegeben. Auf Arabisch kritisierte er sein Land. Ich habe natürlich nichts verstanden. Jemand anderes schon. Und dann kam die Polizei vorbei, hat uns alle, ich sag mal, eingeladen mitzukommen. Und ja, Ergebnis, meine Kamera wurde erstmal eingesackt. Und morgen klärt sich dann, wie es weitergeht. Aber die Jungs sind guter Dinge, dass alles gut wird. Bin ich das auch mal, ne? Bin ja in Mauretanien. So starte ich in Tag 8 meiner Reise. Es ist Samstag und eigentlich soll es nun für mehrere Tage in die Wüste gehen. Blöd nur, dass meine Probleme nicht weniger werden.
Okay, wir cruisen gerade schon so eine halbe Stunde rum. The thing is, no water today, no electricity, and no camera. Geiler Start. Geiler Start. Wenn's läuft, dann auch mal richtig, ne? Naja, wird schon. Weil Samstag ist, hat der Polizeichef natürlich frei. Und ich muss mir die Kamera die Tage abholen. Toll. Zu allem Überfluss ist Benzin Mangelware. Dabei wollen Umar und ich noch 500 Kilometer weit in die Hauptstadt nach Nouakchott fahren. Nach einer Stunde Suche haben wir endlich eine Tanke gefunden. Aber... Ja, was ist gerade passiert? Also ich war habe ihm mal gesagt, ich brauche Benzin. Und er hat dann am Ende Gasol, also Diesel reingepackt und jetzt funktioniert das Auto nicht mehr so gut. Diesel statt Benzin ist nicht gut für den Motor. Und das, wo das Wort Benzin sogar noch auf Arabisch da steht. Was soll ich denn sagen? Scheiße! Ja, läuft hier, ne? Also hier wird fleißig angeschoben. Und dann where? Straight. Right to the right of the... Dinge passieren und umso schöner, dass der noch unerfahrene Tankwart mit Unterstützung den Dieselkraftstoff wieder ablässt. Pragmatisch, ohne groß auf die Umwelt zu achten. Das gehört wohl auch zum African Way of Life. Welcome to Mauritania and to Nouadhibou. Sorry to put gasoline. I put gasoline in your car. Okay, I'm very sorry. Dass er seinen Fehler auf die Art eingesteht, das macht die Situation schon liebenswert. Als Trichter dient eine Wasserflasche, um meinen Honda mit Benzin aus dem Reservekanister zu füttern. Jetzt heißt es beten, dass die Kiste auch wieder anspringt. So, jetzt muss er doch mal langsam kommen. Es dauert und er stoppt noch ein wenig, doch der Kleine berappelt sich und es geht zum zweiten Anlauf. Einmal volltanken bitte, diesmal Essence, Benzin. Der Liter kostet gerade mal irgendwas um die 1 Euro. Wahnsinn. Parallel pustet Umar den Motor richtig durch. Er kommt wieder, juhu! Auch wenn es tierisch qualmt, alles ist gut. Außer, dass es inzwischen Mittag ist und vor uns rund 6 Stunden Fahrt durch die Wüste liegen. Zu dritt. Umar fährt mit seinem Kumpel Haji vor und ich hinterher. Das ist eine ganz schöne Strecke und alles nicht so witzig, wenn es dann dunkel wird. Aber Umar meint, alles kein Problem, kriegen wir hin. Aber Gas geben. Na, dann gebe ich mal Gas. Ich habe kein Problem mit. Und angeblich soll es ja auch gar nicht so viele Radarkontrollen geben wie in Marokko. Selbstverständlich habe ich mich stets an das Tempolimit von 100 Stundenkilometern gehalten. Ich schwöre, vielleicht unter Umständen. Doch auch in der Wüste kann es mal zum Stau kommen. Tja, muss er irgendwie auch wieder runter, der Sand, ne? Und weil Mauretanien zu 80% aus Wüste besteht, wird man als Baggerfahrer hier bestimmt niemals arbeitslos. Ach so, und was noch auffällt, das sind die zahlreichen Checkpoints. Weil Umar Tourguide ist und Reisegruppen betreut, brieft er die Polizisten entsprechend, sodass die Kontrollen für mich ganz easy vonstatten gehen. Außer, dass ich bei einer spontan einen Beifahrer ins Auto gesetzt bekomme. Transportmittel sind halt Mangelware. Mein Französisch auch, da haben wir das Reden einfach gelassen. Bis in die Hauptstadt, die wir spät abends endlich erreichen. Morgens um 10 im Zentrum von Nouakchott. Die Lust auf ein Frühstück treibt uns hoch hinauf.
Where we go now? Now we are in the hotel Haima. It's the biggest hotel in Nouakchott. 10th floor, the biggest building in Mauritania actually. So we're gonna go on the roof to watch all Nouakchott. It's here, not from here to Nouakchott. Da bin ich tatsächlich gespannt. Immerhin leben in der Hauptstadt knapp 1,2 Millionen Mauretanier, aber vor allem eben in flachen Häusern. Wow. Über den Dächern der Stadt. Das Meer sieht man leider von hier aus nicht. Dafür, so Umar, This is the views from Nouakchott. The biggest mosque in Nouakchott, Mosque Saudia. And then you have the next building, is the President House. beeindruckend. Dabei kann man glatt sein Frühstück vergessen. Croissants, Orangensaft und eine mega Einladung. Denn Haji kommt gerade aus Paris und ist auf der Durchreise. And on Friday you are married. Wow. In trouble a little bit. Ok, est-ce que tu es un peu stressé, un truc comme ça? Stressé, je suis content même. Yeah, he's so happy. Die Aufregung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Mir aber auch. Denn You are ready to go into the marriage, huh? Wait. You're gonna see the celebrating and you'll see how it's going in the marriage, inshallah. Juhu! Ja, mega. Haji hat mich eingeladen auf seine Hochzeit. Die allerdings findet in Mali statt und das nächsten Freitag. Aber eine mega traditionelle Hochzeit. Ich freue mich riesig drauf. Yeah, inshallah. Mali. Yeah. Marriage in Mali. Inshallah. Go visit. Die sind alle so herzlich hier, so liebevoll, die Leute. Das ist irre. Das ist echt irre. was die Hochzeit betrifft, ich weiß, bei Mali denkt man an Entführung durch Terroristen. Aber Hajis Heimatort liegt ganz im Süden, wo es friedlich ist. Und zeitlich hätte es auch gepasst. Nur, leider sollte doch noch was dazwischen kommen. Und zwar bei uns beiden. Ah, merci! Wow! You have to hold it. Voilà, ça fait plaisir. Inshallah. And on Saturday, mashallah. Cool. Ouais, merci. Come good to Mali. Haji fährt zwar direkt zur Grenze, nur lassen die Grenzer ihn mit seinem französischen Pass tagelang nicht einreisen. Traurig aber wahr, am Ende verpasst er seine eigene Hochzeit. Tja, und bei mir wird ebenfalls alles auf den Kopf und meine ganze Reise in Frage gestellt. Aber noch nicht heute. Gemeinsam mit Umar verlasse ich die Hauptstadt, sammle Eindrücke, die nachdenklich machen. Und freue mich auf das, was noch kommen wird. Weniger die 420 Kilometer Fahrt, wobei auch die schon intensiv sind, als mehr noch die Oase, die wir ansteuern. Mitten in der Wüste ein grünes Paradies. Wo wir übernachten werden, eingerahmt von Bergen. Die Straße wird immer schmaler und unwegsamer, nur manchmal ist doch genug Platz für einen Plausch von Tür zu Tür. Der Gesprächsrhythmus wie beim Tennis werden die Sätze gewechselt, für mich völlig fremd. Vas-y, ça roule. On s'appelle? Ouais, on s'appelle, Inch'Allah. Vas-y, ça roule. Vas-y, ça roule, Inch'Allah. Who was it? He's a tour guide, he's a friend. And the other one who's driving the car is the responsible of the Oasis. The Oasis is one from his family. Yeah, his name is Jamal. He's the responsible of the Oasis. Und so bringt uns mein Honda mit Vierradantrieb am späten Nachmittag sicher über den sandigen Weg in die Oase Tergit.
Es bleibt sogar noch genügend Zeit für eine kleine Wanderung. Nicht durch die pralle Sonne, sondern im Schatten am Bachlauf. Voll erfrischend. Yes. Das tut so gut. Ja. Yeah. It was very hot. Yeah. Water is the life. Das Plätschern, die Ruhe, es ist so ein anderes Leben, das ich zu verstehen versuche. Why you're wearing this in front of your mouth and your nose? For the sun and the sun also. It's going in everywhere. So to protect my face and the shadow is good. This is the technique for the desert. Air condition. Filter air. Heute Morgen mit dem Fahrstuhl und nun klettern, um hochzukommen. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Es war nie mein Plan, hierher zu fahren. Vielmehr Umars Überraschung an mich. Kaffee Tuba, mein Spitzname, weil ich den gleichnamigen Kaffee von hier so lieb gewonnen habe. Juhu! Boah, aber boah, nee! Das sieht ja Hammer aus. Schön. Da oben sind the States, Datteln? Ja. Eine richtig tolle Oase hier. Hammer. Boah. Aber das nur am Rande. Hier geht's um ganz anderes. Welcome to the small paradise, my friend. You love this, or? Yes. This is my favorite place in all Mauritania. Wow. Showing me. Welcome, my friend. Your It's kein Problem. Your most. It's kein Problem, my friend. No, but it's amazing, really. Fast 6000 Kilometer liegen hinter mir und das ist einer der Big Moments, der Places to be. In meinem Leben war ich bereits an unzähligen Orten, aber die Nacht hier draußen mit Blick auf den klaren Sternenhimmel war eine der schönsten meines Lebens. Genau so würde ich mir noch die verbleibenden 80 Tage meiner Reise nach Südafrika wünschen, dachte ich. Doch mein Schicksal hatte bereits am nächsten Tag ganz anderes mit mir vor. Leider ganz das Gegenteil von schön und toll. Tag 10 meiner Reise nach Südafrika. Heute geht's tief in die Wüste Mauretaniens. Aus Asphalt sind holprige Pisten geworden, garniert mit Stein. Fährt man diese schneller, dann gleitet das Auto quasi stoßdämpferfreundlich über die Buckel. Ja, so geht das hier schon jetzt über eine Stunde und mit Tempo 100 und so weiter. Da muss man schon sehr genau achten, dass man keinen Fahrfehler macht, denn hier mit dem Auto stecken zu bleiben ist die Hölle. Also möchte ich nicht erleben. Hier ist wenig bis nix. Teilweise liegen die Ortschaften Stunden auseinander. Der hier hat Glück. Where are we going now? We are going to Shingiti, but we're going to pass through this oasis, amazing oasis called Health, and then drive to Shingiti, inshallah. Nach 4 Stunden ist es soweit. Unser erster Stopp wird die kleine, aber historisch bedeutsame Ortschaft Shingeti sein. Und hier sind wir zum Snacken verabredet. Für meinen Honda, der wirklich schon viel in der Welt unterwegs war, ist der Wüstensand eine echte Premiere. Jedenfalls quietscht er ganz schön und quietscht und... Tja, das erste Mal ein wenig stecken geblieben, aber Omar weiß, was zu tun ist. Freischaufeln heißt weniger Sand, weniger Widerstand und wieder freikommen. Ja, wa?
Yalla. Na dann rein ins Auto und nicht rauskommen. Is this tire? Nach ein paar Versuchen Technik Nummer 2. What are you doing now? We're getting out here because I think with 3 kilo here or 2 kilo 50. You need only understand 1 kilo half, maximum 1 kilo. Mit weniger Luft hat der Reifen mehr Auflagefläche und somit mehr Grip. Es funktioniert. Nach hinten, doch dann ist Schluss. Trotz Gang bewegt sich kein einziges Rad mehr. Das Auto steht. Feierabend. Ja, scheiße. Getriebeschaden könnte sein, weil der Gang geht gar nicht mehr rein. Also das Auto lässt sich nicht mehr fortbewegen. Völlig kacke. Dabei haben wir heute noch so viel vor. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. In Chinguetti, einem Dorf mit 5000 Einwohnern. 1,5 Stunden von der nächstgrößeren Stadt entfernt. What are you doing now? I'm calling my friend. He's a mechanic in Nouakchott. Try to figure out with him solution for the car. Explained to him already. I called him already one time. He said about Hallo. Wait, Aliba. Vermutlich ein Getriebeschaden. Das bedeutet, eine neue Kupplungsscheibe muss her und die Reparatur wäre aufwendig und langwierig. And he tried to find the piece we need from Nouakchott and send it to us here. Chinguetti, we fix the car and try to drive it back to Nouakchott. Another way, we have to put the car on the truck. That means car on a car to Nouakchott, and then we fix it in Nouakchott, inshallah. How long does it take time? Maybe 2 days more. Yeah, inshallah. That can be 4 days, 2 days here. Inshallah. Also wenn ich eins gelernt habe, dann heißt das kann dauern. It's a reality, my friend. Welcome to Africa. No time. You see, I don't have a watch. Scheiße, echt. Immerhin, da sind total tolle Datteln, ne? Was soll ich sagen? Die verhungern kann man hier nicht. Frühstück soll es auch gleich geben. Tja, und für mich heißt es halt jetzt hoffen und bangen, ne? Dass es schnell weitergeht. Was eine Tour, echt Tag 8 oder was es ist und das nächste Problem. Immerhin, wir stecken nicht in der Wüste fest, sondern direkt an einer Herberge, in deren Hütten Touristen übernachten können. Es könnte also deutlich schlimmer sein. How's the weather? It's very hot, my friend. Café Touba. Und wenn Umar das schon sagt, dann ist da auf jeden Fall was dran. Ach ja, und warum sie mich hier Café Touba nennen, das ist so eine Geschichte, die ja immer noch offen ist. Ne? Café Touba. Is your new name in Mauritania? Why? Because the first day they catch you with your camera, you call this Café Touba. You find the old video, you take the nice videos and everything. At the end you say, okay, I just need a picture of the Café Touba, Café Touba. And the police come for the Café Touba. So yeah, this way the Café Touba come from. Touba. Wir chillen und warten auf einen Mechaniker aus dem Ort. Derweil gießt Herbergchef Abdul die nächste Hütte. Oh, why you are doing it? Pourquoi? Ah, das Wasser kühlt die Temperatur innen drin. Pfiffig. Vielleicht komme ich später in den Genuss, denn für uns geht's raus. Draußen ist es so heiß wie im Backofen. Okay. So, Yalla, the mechanic. See how he's driving. What? You see the mechanic? Yeah. Look how he's driving. Okay. Look, he go in the trees.
Nee, glaube ich nicht. Der Mechaniker hat tatsächlich die Hecke gerammt und steckt fest? Hoffentlich arbeitet er besser, als er einparkt. You push. Yeah, come on. Wir wollen helfen, aber erst will er sich unser Problem anschauen. Assalamu alaikum. Hey, Immo, hi. Vielleicht ist der Honda ja doch noch zu retten und wir können unsere Fahrt in die Wüste fortsetzen. Ja, jetzt weiß ich gleich wieder, was mit meinem Auto ist. Oh Mann, ey, was eine Scheiße alles. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Was er genau vorhat? Keine Ahnung. No problem, my friend. Only solution. All good. Ich liebe die afrikanische Lebensweise. Der Mechaniker mit Feingefühl fürs Parken will wohl nun ein Gefühl für die Schaltung meines Hondas bekommen. Die Gänge scheinen ihn nicht zu begeistern. Ja. Okay. Nun der fachmännische Blick unter die Motorhaube. Es stinkt richtig. Nach verbranntem Getriebe. Der Experte nimmt selbst noch mal eine Nase und dann steht fest, hier ist nichts mehr zu retten. Außer sein eigenes Auto aus der Palmwedelhecke. Immerhin das ohne Getriebeschaden. Das war schon mal gut. Everything good. Kein Problem. Only Solutions, nur nicht hier im Dorf. Also rumtelefonieren und schauen, was geht. Ich kann wenig machen, außer mir Gedanken. Egal wie scheiße das mit dem Auto ist, ich komme richtig runter. Ich komme einfach total runter. Die Menschen hier haben so ein einfaches Leben und haben kein Internet, sondern leben hier ihr Leben ganz in Ruhe und entspannt, in familiärer Eintracht. Das ist schon berührend, das mitzubekommen und erleben zu können. Und von daher ist so doof dieser Getriebeschaden halt ist, ja, so schön ist es, gerade hier zu sein. Dinge passieren, die ich nicht ändern kann. Ich kann nur eben das Beste rausmachen. Und muss Menschen vertrauen, die ich kaum kenne. Good news, almost car coming, tracking us to Attar, inshallah, inshallah, today, tomorrow. We wait, inshallah. But have a beer. We're happy. Other guy. Mauritanian Beer. Ist mit ordentlich Schaum drauf, wobei ich immer noch nicht weiß, warum. Notgedrungen habe ich ja noch genügend Zeit, das herauszufinden. In dem Wüstenstaat, in dem Alkohol im Übrigen streng verboten ist und Umar und ich aus purer Langeweile einen Spaziergang machen. Ich weiß auch nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe. Aber hier soll es was total Tolles zu sehen geben. Mit dem Auto wären es keine 5 Minuten, zu Fuß durch das ausgetrocknete Flussbett in die Kleinstadt eine gefühlte Ewigkeit. Vor über 800 Jahren wurde Chinguetti von Berbern gegründet. What's so special here? This is the old Chinguetti, my friend. A lot of people was living here before. Everybody left the area. You see the house, they are abandoned. This, for example, now is the second floor. The first floor is in there. They are working on the first floor. Why? Because the sun, the desert is coming more and more, so everything is gone. It's destroyed with the desert. So the people abandon the house and they live now in the second Chinguetti. This is the third Chinguetti.
Beeindruckend, der Jahrhunderte währende Kampf zwischen Wüste und Mensch. Schon damals war der Ort für Muslime eine wichtige Station für den Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka. Von hier aus eine 8000 Kilometer lange Reise, nur eben ohne Auto. Und wieder zurück habe ich glücklicherweise die Erlaubnis bekommen, im Schatz der Wüste baden zu dürfen. Ich fühle mich königlich. Oh. Oh. Oh, ist das schön. Ja, ja. Runter? Ich? Okay. Kopf unter Wasser, das sieht die Herbergschefin nicht gerne. Ob schlechtes Vorbild für die Kinder oder die Gefahr von Bakterien? Um das herauszufinden, bleibt mir keine Zeit mehr. Es ist früher Abend und Umar hat das scheinbar Unmögliche fertiggebracht und jemanden gefunden, der uns hier rausholt. Puh, da bin ich jetzt mal gespannt. Hoffentlich geht das gut weiter. Ich glaube, die wollen jetzt das Auto abschleppen und wir fahren in den nächstgrößeren Ort. Und von da soll es mit dem Zug weitergehen, aber dazu später mehr. So weit müssen wir erstmal kommen. Oh Mann, ey. Was eine Nummer alles, echt. Das ist schon der komprimierte Wahnsinn innerhalb weniger Tage. Unglaubliche Geschichte. Nicht auf einem LKW, sondern abschleppen am Seil. Und das 400 Kilometer weit. Wie soll das funktionieren? So geht's weiter. Erst durch die Wüste und dann dicke Probleme bei der Talabfahrt. Oh, ich bin so gespannt, ob er das Auto schafft. Oh, ich hoffe einfach nur. Das ist eine riesige Herausforderung. Wie Umar den Honda den Berg runter rettet. Weiterfahrt mal anders. Warum ich einen Tag im berühmten Erdzug unterwegs bin. Und dabei dem Geheimnis der Teezubereitung auf die Schliche komme. Doch was nun? Ersatzteile sind schwierig zu besorgen und die Reparatur sowieso. Where is it broken now? Here? This one is empty. Wie geht es weiter? Oder stecke ich nun wirklich fest in Mauretanien?